man spürt auch viel, viel mehr. Wenn du den Jumbo fliegst, da bist du als Pilot live dabei. Wo, in welchem Körperteil spürst du mehr? Komplett. Plane Talk wird präsentiert von Reisetopia, dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de. Wer Pilot werden will, schaut mit Sicherheit seine Erklärungen. Captain Joe zu Gast bei Thomas Aigner und Plane Talk. Mit 14 hast du zum ersten Mal Blut geleckt. Jawohl. Und deinen Einstieg in die Fliegerei war ein Gespräch, dass du jemand einfach am Nebentisch angesprochen hast und gesagt hast, hey, du suchst einen Piloten, hier bin ich. Genau. Also da gehört Mut dazu, würde ich sagen. Genau. Und wenn man jetzt sagen würde, dein Einstieg in die kommerzielle Fliegerei war die Tätigkeit eines Liftboys. Ja. Ist es ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ein Liftboy. Mega gut. Nein, das ist viel schon wieder ein richtiges Kompliment. Ich habe die Fallschirmspringer abgesetzt, aber es hat noch nie eine Liftboy betitelt. Aber wie du eben gerade erwähnt hattest, war es so, dass ich beim Gespräch das zufällig im Restaurant gehört habe, dass der Kollege einen Piloten sucht. Ich bin sofort da, ich stelle mich ein. Eine Woche später hatte ich den Job und war dann Class geratet auf einer Pilatus Porter. Das ist schon mal so ein Flieger, das ist nach der Flugschule schon mal so ein absoluter Killer. Also das ist schon eigentlich viel zu groß. Aber es war eine tolle Erfahrung, weil du natürlich wahnsinnig viele Starts und Landungen gemacht hast. Gerade ausfliegen, sage ich immer, das kann jeder. Das ist jetzt auch kein Highlight. Aber sobald ich ja oben war, waren die schon wieder draußen und ich schon wieder auf dem Weg nach unten. Also du warst es war immer was los. Du warst die ganze Zeit was am Machen. Und das sind, glaube ich, so die wertvollsten Flugstunden, die ich je hatte. Und das hat dann eigentlich von einem zum nächsten geführt. Mir wurden dann während meines Jobs dort, schon wieder neue Pilotenjobs auf der Pilatus Porter angeboten, weil das Netzwerk in dieser Pilotenrecht ist so klein. Und ich hatte mir dann den besten Job, sage ich jetzt mal, ausgesucht. Ich bin dann auf der King Air dann weitergegangen. Und die King Air war dann eine schöne Transition von VFA fliegen für die Fallschirmspringer und dann jetzt in die IFA, also Instrumentenflug dann eben. Und da konnte ich die ganzen Sachen, die ich halt in der Flugschule auch gelernt habe, auch richtig mal anwenden. Ne? Das heißt, es gehört Glück dazu, ja. Aber es gehört auch Mut, im richtigen Moment zu sagen, ja. Hier bin ich. Genau. Und es gehört, glaube ich, die Tatsache, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Absolut. Und da möchte ich genau drauf eingehen, weil ich finde, dass die Fliegerei ist ein kleines Netzwerk, da kennt jeder irgendwie jeden. Und wenn man nur zu Hause rumsitzt nach der Flugschule und meint, die Airlines rufen bei einem an, das passiert nicht. Wenn du einfach nur einen Job haben möchtest, um zu fliegen, geh an irgendwelche Flugplätze hin, schau in die Hangar rein, was für Flieger da drin stehen. Da ist immer irgendeiner, der irgendeinen kennt, der einen Piloten sucht. Das ist schon immer so gewesen. Oder zumindest, dass du mit den richtigen Leuten netzwerkst, weil also das hat mich so vorangebracht und zu Hause auf der Couch sitzen und Netflix gucken, das bringt gar nichts. Meine Erfahrung aus Pilots Eye, wo wir immer mit den Chefs fliegen, ist, dass die eigentlich großen Respekt haben vor den Schülern, die gerade absolvieren, weil die kann man eigentlich nicht hinsetzen. So ist es. So. Dann geht es eigentlich nur darum, bei diesem Beruf diese ersten 1000 Stunden, diese ersten 2000 Stunden irgendwo zu bekommen, um dann respektiert zu werden. So ist es. Also ein Mann, der bei uns häufig vorkommt, Joe Moser, der sagte einem Piloten, ach komm, geh ruhig zu Ryanair, flieg dort mal 1000 Stunden und dann melde dich wieder. So nach dem Motto, wenn du dann nichts kaputt gemacht hast in der Zeit, dann darfst du bei mir auch mal eine 777 besteigen. Genau. Also da ist schon was dran. Jeder will nur sehen, dass du in der Luft warst. Okay. Ne? Und dass du irgendwas gemacht hast. Wenn du gar nichts machst, dann bist du wesentlich uninteressanter als wie jemand, der gerade von der Flugschule kommt, der sich sofort bewirbt, weil er gerade von der Flugschule kommt. Aber wenn du 2 Jahre lang wirklich nur auf dem Hosenboden gesessen hast, ja, dann passiert da auch nichts. Konntest du dann bei diesem Absetzen von den Fallschirmspringern jede Landung als Landung verbuchen? Absolut. Das heißt, du hattest dann schon nach deinem ersten Jahr wie viele Landungen? Oh Gott, ein paar hundert wahrscheinlich, nee, oder? Also an den Wochenenden hatte ich 35 Loads, wenn es richtig hart auf hart kam. Und pro unter der Woche Tag oder pro das Tag, ganze Wochenende? Pro Tag. Also nee, pro Tag. Also 70 am Wochenende. Was sagen deine Ohren dann dazu? Ja, ein gutes Headset. Nee, also vom Druckausgleich? Ich meine, das war okay. Das war jetzt nicht so schlimm. Aber du warst körperlich richtig fertig am Abend. Also du hast auch nichts gegessen. Das war Hot Refueling. Man hat getankt, während der Propeller noch läuft. Ne? Da ist nicht abgestellt worden. Da bist du die ganze Zeit geflogen. Das hat, nehme ich mal an, zu großem Respekt geführt, weil wahrscheinlich andere in deinem Alter, du bist jetzt 35, damals warst du 25, 26. Okay, ja, genau. So jetzt kommt ein 25-Jähriger daher, legt da ein Zeugnis hin und sagt so, hier ein paar hundert Starts und Landungen. Genau. Leider schauen sie mehr auf die Stunden. Und die waren leider nicht so viel, logisch, weil du hast ja eine Flugzeit von 15 Minuten. Das war jetzt nicht so viel. Noch mehr Reputation habe ich dann bekommen durch dieses Executive, weil da bist du dann doch längere Strecken geflogen. Also
eine Stunde, 1,5 oder so. Aber am Ende zählt dann doch die Zeit. Ich hatte das Glück bei dem Air Berlin Interview, das darf man gar nicht sagen, dass der Auswahlkapitän, der dabei war, der kannte mich, weil der zufällig auch Fallschirmspringer war. Und der hat gesagt, der war auch auf der Porter geratet. Was war das für ein Gefühl, wenn du da reinkommst und den erkannt hast? Ja, das Witzige war, der Chief Pilot von der Air Berlin saß da und der andere Chief Pilot von der Bell Air damals, das war eben dieser Fallschirmspringer, der saß mir gegenüber. Und der so, hey Joe. Und ich so, nein. Und dann hatte natürlich der Chief Pilot irgendwie kaum noch was zu sagen. Und wir haben nur noch über das Fallschirmspringen gesprochen. Super. Und das ist wieder dieses Netzwerk. Ne? Was für ein Zufall. Ich wusste das nicht, dass er da mit drin sitzt. Und da kam halt wieder alles zusammen. Wer Pilot werden will, kennt mit Sicherheit seine Erklärvideos. Captain Joe, zu Gast bei Thomas Aigner in Plane Talk. Hättest du heute die Entscheidung, wer Pilot bei deiner Fluglinie werden darf oder nicht, was würdest du quasi als Priorität nehmen? Mehr Starts und Landungen oder mehr Flugstunden? Wahrscheinlich doch die Starts und Landungen. Jetzt, wo du es so sagst, ja, würde ich schon sagen. Weil? Du, pass auf, es gibt auch viele First Officer, die ja nur im Cruise, so Relief Pilots, ne? Ja, Stunden haben die ohne Ende, aber keine einzige Landung. Also ja, vielleicht würde ich dann echt nur nach Starts und Landungen einstellen. Also das hat dir das Fliegen wirklich gelehrt? Das hat mir richtig was beigebracht, weil wenn du aus der Flugschule rauskommst, da fliegt dich das Flugzeug, nicht du das Flugzeug. Und ich habe dann während der Fallschirmspringerei habe ich es halt richtig gelernt, nochmal richtig zu fliegen. Um das Thema abzuschließen, kannst du sagen, wie lange musstest du mit dieser Pilatus fliegen, bis du es im Schlaf konntest? Ah, sehr, sehr gute Frage. Ja, da würde ich schon so drauf eingehen, so ein halbes Jahr mindestens, wo ich sagen könnte, okay, jetzt fühle ich mich wirklich wohl. Jetzt weiß ich wirklich, also das ist jetzt keine technische Herausforderung, die Pilatus-Worte, aber fliegerisch, wo ich wirklich sagen kann, das ist jetzt im VFA-Bereich, ne? Das ist ja noch keine AFA gewesen, doch, da fühle ich mich jetzt wohl. Ich konnte den Flieger landen, wo ich wollte und konnte ihn so schnell wie möglich wieder runterbringen. Man wird dann auch so ein bisschen risikofreudiger, man probiert dann auch Sachen aus, was vielleicht nicht ganz so gut ist, aber man wird einfach eins mit dem Flieger. Es ist alles super. Es hat Komm, wenn du das schon beschreibst, dann will ich jetzt eine Geschichte haben, wo es irgendwie brenzlig gewesen ist, wo du sagst, da hat mit der Porter, da ist ein Schutzengel mitgeflogen. Doch, ich hatte einmal mit der Porter ein bisschen Problem. Es war der letzte Flug am Tag, der vorletzte Flug am Tag, genau. Und es kam so eine Gewitterfront rein. Wo war das nochmal? Allgäu? Im Allgäu, genau. Und ich so zum Chef, ich glaube, das lassen wir lieber, ne? Das kommt. Nee, Joey, komm, zack, 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 schnell, das geht schon noch. Das geht noch. Okay, gut. 10 Leute rein, los. Wir hoch. Ich bin Flight Level 150 angekommen. Die Gewitterfront ist schön unter mir durchgezogen. Das war's. Und ich so, was soll ich jetzt machen, ne? Die Fallschirmspringer noch alle raus. Was soll ich jetzt machen, weil du nichts mehr gesehen hast, genau, wie du quasi runterkommst? Und das Flugzeug war ja auch nicht... Ja gut, aber das Allgäu hat ja einen Vorteil. Ich meine, im Süden hast du Berge und im Norden hast du keine. Also flüchte ich doch nach Norden. Genau. Sag ich jetzt als Laie, aber... Ja, aber... Bitte korrigiere mich. Nein, also das stimmt schon. Aber in dem Moment denkst du das nicht, weil... Du denkst im ersten Moment erstmal an den Sprit, weil du natürlich auch immer nur für 3 Loads getankt hast. Und ich hatte gerade, ich glaube, für den zweiten Load, ich war am zweiten Load und der dritte kam noch. Das heißt, ich hatte noch so viel Sprit dabei, dass ich, so 20 Minuten konnte ich das ein bisschen rummachen. Boah, ich merke es gerade jetzt selber, wie mir gerade richtig das Herz hier hochgeht, weil die Situation war wirklich nicht ohne. Das andere Problem ist nicht die Zeit und der Sprit, der Sauerstoff wird das Problem. Weil du bist ja da oben eigentlich immer nur ein paar Sekunden, schmeißt die raus und gehst da sofort wieder runter. Wir hatten zwar Sauerstoffsystem dabei. 4 Kilometer. Immer 4 Kilometer Höhe. Wir hatten immer Sauerstoff mit dabei. Die Flasche war aber hinter mir, bis ich da dran komme, da brauchst du eigentlich der dir hilft, aber die waren ja schon alle weg. Da musste ich irgendwie da durch. Kein Wetterradar. Bei 4000 Meter wirst du ja nicht bewusstlos. Nein, aber du merkst halt einfach, du bist nicht mehr so koordiniert, du fängst das Lachen an, du nimmst alles nicht mehr so ernst. Ich habe es gemerkt, ich muss jetzt hier weg. Da habe ich da mit dem Lotsen gesprochen, der hat mich dann angewiesen, wo ich dann runter soll. Der hat dich aber auf dem Radar gesehen? Genau, der hat mich auf dem Radar gesehen. Der konnte dir Vektoren geben? Genau, der konnte mir Vektoren geben und der hat mir dann den richtigen Vektor gegeben, um da hinzukommen zum Flugplatz zurück, weil halt eben alles weg war. Und dann war eigentlich das Problem, das ging natürlich auf und ab und alles. Und wenn man jetzt die Pilatus Porter gut kennt, sind da am Flügel 2 so große Löcher, um die Frischluft reinzubringen, dass du eben frische Luft im Cockpit hast. Als ich da so geflogen bin, habe ich plötzlich gemerkt, da kommen weiße Sachen rein.
was ist denn jetzt los? Schaue ich so an den Flügel raus und dann war das alles voll Eis. Alles. Es ist komplett alles eingefroren. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt ein Icing-Problem auch noch. Dann habe ich, Gott sei Dank, war ich schon so im Sinkflug, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss die Speed einfach so hoch wie möglich halten, weil jetzt natürlich meine Stall-Speed natürlich auch viel höher ist. Ja, und dann, ich weiß nicht mehr, glaube ich, irgendwie in 4000 Fuß oder so, kam ich dann wieder raus, habe die Bahn unmittelbar vor mir gesehen, bin da gelandet und wirklich beim Aufsetzen ist dieses ganze Eis einfach wieder runtergefallen. Und da war ich dann ganz froh, als ich dann das Triebwerk dann abgestellt habe. Aber ich habe das natürlich, mein Chef hat das natürlich auch gleich gesehen und der hat dann genau das Richtige gemacht. Der hat dann gesagt, Joey, jetzt machst du mal 10 Minuten nichts, erholst dich mal und dann geht's gleich wieder los. Und das war wirklich gut. Das klingt total komisch. Nee, ich kenne man aus der Formel 1. Ja, sofort wieder einsteigen. Genau. Also ich wirklich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Chef. Und der hat gesagt, Joe, mach das. Weil sonst hast du so Bammel, am nächsten Tag hier wieder zur Arbeit zu kommen. Ich will es nicht, geh gleich wieder fliegen. Und dann war es wirklich so, meistens, wenn so ein Gewitter durchzieht, ist meistens schönes Wetter. Und dann habe ich so eine schöne Sonnenuntergangslandung gemacht und dann war ich wieder im Reinen mit mir selber. Und habe aber viel aus dem auch mitgenommen. Also ja. Wie hat sich dein Verhältnis zu Gewitter? Genau. Heute bist du in Flugzeugen, die das natürlich leichter aushalten, aber trotzdem hast du mit Sicherheit mehr oder weniger Respekt? Oder? Nee, also ich habe da einen Heidenrespekt davor. Also gerade Gewitter ist für mich das Größte, wenn man mich jetzt fragen würde, wovor hast du die meiste Angst in der Fliegerei, dann ist es auf jeden Fall die Gewitter. Was bei dem Gewitter? Nicht die Auf- und Abwinde. Icing ist ein Riesenproblem, wenn du es nicht los wirst. In der Porter wirst du es nicht los. Bei allen jetzt modernen Flugzeugen natürlich schon. Aber durch Heizung, genau, durch Luft. Halt, die ganzen Anti-Icing-Methoden, die du halt eben hast. Aber es ist einfach das Größenverhältnis auch. Ne? So ein Flieger, klar, ein Jumbo ist riesig. Aber wenn du mal so ein Gewitter siehst, da bist du ein Punkt dagegen, da bist du nichts. Ne? Und das sind so Sachen, da habe ich immer noch einen heiden Respekt davor. Und da lernt man auch noch sehr, sehr viel dazu. Also ich kann mich noch an eine sehr gute Situation erinnern von einem Kapitän bei der Air Berlin, sehr, sehr erfahrener Kollege. Gewitter eigentlich in weiter Entfernung, aber man hat es am Horizont noch gesehen, oder es kam so ran. Und dann hat er gesagt, Joey, pass auf, kurz in der Landung, garantiere ich dir, ist da eine Windshear oder irgendwie eine Windscherung, das ist auf jeden Fall, es wird was passieren. Ich so, woher soll er das jetzt wissen? Ne? Und wie es ist, wirklich in den letzten 200 Fuß plötzlich haut uns das da denn einen Rückenwind da rein. Ich so, was denn jetzt? Ne? Dann musst du auch durchstarten, weil das über dem Limit war. Und das ist für mich dann ein Kapitän, der wirklich Erfahrung hat, der nicht nur den Flieger gut kennt, sondern der auch mit so Wettersachen gut umgehen kann. Und da bin ich auch noch weit entfernt. Also da reichen mir 10 Jahre Erfahrung auch noch nicht. Wie lang dauert es, bis du Kapitän bist? Also ich wäre schon fast Kapitän geworden, eben bei der Air Berlin. Wärst du auch schon Kapitän da oben im Kopf? Genau, das ist wieder eine sehr gute Frage. Das ist mental, denke ich, für das, was wir die Operational-Sache von der Air Berlin, da wäre ich wahrscheinlich mental und wäre ich auch bereit gewesen, Kapitän zu werden. Für das, was wir jetzt bei der Cargolux machen, das ist eine ganz andere Operation. Warum? Ja, weil erstmal musst du den Flieger richtig in- und auswendig gut kennen, also gerade was das Loading betrifft. Manchmal hebst du mit Maximum Takeoff Weight ab und am nächsten Tag fliegst du fast leer irgendwo hin. Ne? Das Flugzeug verhält sich komplett anders. Sachen mit Wetter. Du hebst in Shanghai ab bei 20 Grad und landest in Novosibirsk bei minus 20 Grad. Aus Erfahrung lernst du da wahnsinnig viel. Klar, in den Büchern steht es auch alles drin und es ist auch alles richtig, was in den Büchern drin steht. Aber noch on top, wenn du deine Lebenserfahrung noch mitbringen kannst, das ist dann bist du wirklich Kapitän, wenn du die Sachen dann auch noch mit in Betracht ziehst. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de, Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Wie viele haben dir geschrieben, ich bin wegen dir Pilot geworden? Gibt es die schon? Weil du machst es ja schon ein paar Tage. Das mache ich schon ein paar Tage, das stimmt wohl. Also da gibt es wirklich viele. Und das ehrt mich sehr, dass also viele das auch sagen, dass sie durch mich inspiriert worden sind, die Motivation nicht verloren haben, da weiterzumachen. Weil die Flugschule, muss man auch sagen, ist für viele auch eine Riesenhürde, das einfach da durchzuziehen, die Motivation zu erhalten. Und viele schreiben mir dann, Joe, ich bin in der Flugschule
Ich struggle gerade richtig mit dem, was gerade hier von mir verlangt wird, aber nach der ganzen Lernerei setze ich mich abends nochmal kurz hin, schaue mir nochmal ein Video von dir an und dann steigt meine Motivation gleich umso mehr. Und das ehrt mich, das macht mich wirklich stolz. Ich wollte gerade sagen, ist das die Bezahlung, die du dir eigentlich wünschst, wenn du diese Filme machst? Weil Geld ist es ja nicht, sondern es ist ja, du hast ja irgendeine Art von Mission. Und wann ist die Mission erfüllt? Wenn jemand sagt, ich bin jetzt Pilot geworden, oder ist die Mission erfüllt, wenn jemand sagt, Berufswunsch, entschieden. Ich werde Pilot. Gestern wollte ich Polizist werden, aber seitdem ich dich gesehen habe, will ich Pilot werden. Es ist nicht zwingend meine Mission, jedem zu sagen, dass er Pilot werden soll. Er soll es auch objektiv auch sehen. Also ich bin auch sehr, sehr ehrlich. Ich habe witzigerweise ein Video oder 2 Videos hochgeladen, die 10 Fakten, die für die Fliegerei sprechen, warum man Pilot werden soll, und 10, die dagegen sprechen. Interessanterweise, die 10 dagegen werden viel mehr angeschaut als wie dafür. An dem Video habe ich beschrieben, dass der Hauptgrund dagegen spricht, ist die Homebase. Also man kann sich die Homebase nicht aussuchen, wo man eben gebased wird mit der Firma. Es kann auch sein, dass man in seiner Wunschbase ist und dann plötzlich die Firma einen Schwank macht und du bist irgendwo anders und wirst dann umstationiert. Auch Seniorität, dass du die nicht mitnehmen kannst. Sollst du den Job mal wechseln, ist deine komplette Seniorität weg. Seniorität heißt, du bist Kapitän, gehst zu einer anderen Firma und musst dort wieder als Co-Pilot wieder anfangen und arbeitest dich wieder hoch. Also im Vergleich zum Arzt, der mit seiner Erfahrung sich immer weiter bewerben kann. Die Riesenvorteile an dem Job persönlich für mich in dem Langstreckenbereich, wo ich jetzt bin, ist die viele freie Zeit. Ich habe schon wirklich sehr viel frei. Ich nutze es halt auch viel aus und dass ich meine Videos halt auch machen kann. Ich plane mir das auch so ein. Also ich kann stolz sagen, ich habe einen Schedule von 14 Tagen, die ich fliege, und 14 Tage, die ich wirklich komplett frei habe und mich auch von der ganzen Sache distanziere. Hast du in diesen 14 Tagen wirklich Freizeit oder ist das quasi durchgetaktet mit deinen Aufnahmen, mit deinem Schnitt, mit deinen Produktionen? Absolut. Also das ist da auch wieder durchgetaktet, aber das ist für mich richtig Spaß. Also ich habe da richtig Spaß dran. Ich habe auch ein kleines Team, mit dem ich da zusammenarbeite. Wir helfen uns da gegenseitig aus. Ich habe so ein richtiges Creative-Team auch. Leute, die mit Ideen reinkommen und die tolle Sachen schreiben, die Filme schneiden und so weiter. Und ja, das ist Erholung jetzt auch nicht, aber es ist für mich immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und nochmal ganz kurz zu deiner Frage vorher, als du noch gesagt hast, wegen Erfolg, wie ich den Erfolg für mich definiere über diese YouTube-Videos. Es ist nicht die Views, es ist auf jeden Fall die Bilder, die ich zugeschickt bekomme von den Flugschulen, wo meine Videos in der Flugschule benutzt werden. Dann weißt du, jetzt hast du irgendwas richtig gemacht. Weil dann ist der Lehrer irgendwo vielleicht mit Animationen am Limit und dann sagt er, okay, gut, ich zeige einfach ein Video von Joey, dann ist es okay. Und dann weißt du, jetzt hast du es geschafft. Seitdem du dich entschieden hast für diesen Beruf, hast du jemals gearbeitet? Nee, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll. Es gab auch harte Tage bei der Air Berlin, als ich bei Air Berlin noch geflogen bin. 5 Tage am Stück, 4 Legs. Am 5. Tag, da merkst du es dann schon. Das tut dann irgendwann mal richtig weh. Wo tut's weh? In welchem Körperteil? Es ist einfach auch, einfach deine Konzentration und alles, mit den Schlafen und so weiter, dass du nachts dann auch irgendwie noch vernünftig schlafen kannst. Das merkst du, wie das richtig alles so zusammenfällt und du da auch richtig Probleme damit bekommst. Aber für mich war das immer so eine Mindset-Geschichte. Ich bin zur Arbeit gegangen, motiviert und habe auch richtig dann mit Elan mich da eingebracht. Und dann die Tage, wo ich dann frei hatte, da habe ich auch mich dann wirklich von allem distanziert, weil das ist das Schöne an dem Job, dass wenn du die Parking Brake gesetzt hast, die Shutdown-Checklist erledigt hast, tschüss, dann war's das, ne? Dann hast du damit nichts mehr zu tun. Und das ist auch ein sehr schöner Teil in dem Job, dass man eben den nicht mit nach Hause nimmt, wie jetzt ein Rechtsanwalt oder ein Arzt oder so weiter. Das Gedankliche ist einfach nicht mehr bei ihm dann. Genau. Also man merkt schon, du bist ein Mensch, der strahlt, der ist immer gut gelaunt, der ist immer fröhlich. Ja. Ich musste tief graben, um drauf zu kommen, wann kann ich deine Miene verfinstern? Es ist in dem Moment, wenn man dich Influencer nennt. Oh, genau. Das Wort finde ich ja ganz grauenvoll. Das finde ich ja ganz schrecklich. Nee, also ich bin kein Influencer. Also Influencer übersetzt ja jemanden beeinflussen. Nein, das tue ich nicht. Ich bin eher ein Educator. Ich versuche die Leute sensibilisieren und so ein bisschen auch zu erziehen, also denen auch was beizubringen. Also Educator würde dir gefallen? Das würde mir viel lieber gefallen, ja genau. Oder Explainer? Explainer, ja genau. Motivator? Auf jeden Fall ein Motivator oder ein Inspirator, wenn es sowas gibt. Also ja, das bin ich. Genommen. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben.
Heute mit einem Airline-Piloten, der von sich behauptet, ich mache 3-mal die Woche Sport, damit wenigstens irgendwann mein Puls hochgeht. Ist es, weil Fliegen für dich nicht mehr aufregend ist? Oder ist Fliegen körperlich unanstrengend? Klar, du sitzt sehr, sehr viel. Genau. Wo es anstrengend wird, ist definitiv mit Jetlag, wenn du da zu kämpfen hast. Das ist definitiv eine Sache, wo körperlich sehr fordernd ist. Das fällt mir beim Drehen der Filme immer wieder auf, dass es ein sehr großes Missverhältnis gibt zwischen dem, was ein Pilot im Kopf leisten muss, die Verantwortung, die er die gesamte Zeit hat, also diese Awareness, wenn jetzt was passiert, wo ist mein Ausweichflughafen, wo kann ich hingehen, wen muss ich da auf welcher Frequenz rufen? Und dein Körper bewegt sich gar nicht. Absolut richtig. Ich schaue mir oft die Alternates an. Also klar, haben wir zahlreiche, aber du natürlich siehst auf deinem ND, auf dem Navigation Display, da sind lauter Airports. Ja, das ist alles schön und gut. Aber welche Landebahnrichtung hat der? Wie ist das Wetter dort? Das ist beruhigend, dass Flughäfen da sind, aber du musst dich schon über auch jedem informieren. Und gerade beim Jumbo ist recht oft auch die Landebahnlänge und der Asphalt, wie die Beschaffenheit ist, weil der auch nicht überall landen kann. Das sind so Dinge, die damit eingehen. Und das ist für mich so eine richtige Aufgabe geworden. Also ich mache mir da so richtig Spaß daraus, mir Sachen halt anzugucken, such die Flughäfen raus, schau die Frequenzen so ein kleines bisschen an. Gerade jetzt bei Atlantic Crossings, da musst du es machen. Beim Atlantic ist es immer ganz wichtig. Aber wenn du jetzt mal, ich sag mal, nach Novosibirsk fliegst, ja, da kommen halt auch mal Flughäfen, da ist 300 nautische Meilen nichts. Da ist alles schwarz auf deinem Bildschirm und da musst du wirklich so ein bisschen planen. Ne? Wo würdest du jetzt ausweichen, wenn jetzt ein Triebwerk ausfällt? Vielleicht fliegst du auch weiter. Ne? Das sind so Dinge, bespreche ich auch viel mit meinen Kapitänen. Und das hält dich fit? Das hält dich wirklich fit, genau. Was ich dann körperlich mache, ist, dass ich für mich alle Stunde einmal aufstehe und dann hier so mich am Türrahmen so irgendwie dehne und strecke und so weiter. Das gehört für mich dazu. Weil einfach so ein schläft da irgendwie alles ein. Sonst, könntest du das aussuchen? Könnte man so ein Trimmrad da mal reinstellen? Ich meine, es ist jetzt ich habe eine ernsthafte Idee. Ja. Also verbraucht nicht viel Platz. Und ich habe mal überlegt, ob ich das TRX-Band, das ist so ein Band, was du da einfach irgendwie an einem Karabiner irgendwo festmachen kannst. Das hatte ich mir schon mal überlegt, ob ich das mal mitnehme. Da müsste man sich noch ein Approval einholen, dass wir das dürften. Ein Laufband oder irgendwie sowas einzubauen, muss, glaube ich, gar nicht mal sein. Wir haben vom Cockpit bis hinten zur Crew Lounge, zum Crew Rest haben wir, was sind das, glaube ich, so 10 Meter ungefähr, 8 bis 10 Meter. Wenn du da so Ausfallschritte machst, und das ich 5-6 Mal hoch und runter, das ist schon Fitness genug. Einfach, dass du den Herz-Kreislauf ein bisschen antreibst und dann setzt dich wieder hin. Machst du 5 Minuten, das ist schon alles gut. Man kann dich auch für Vorträge buchen. Und dabei sprichst du über Themen wie zum Beispiel How a Checklist can improve your life. Absolutely. Welche ist die wichtigste Checkliste des Lebens? Und welche Checkliste hast du heute schon abgearbeitet? Ich mache super viel mit Morning Routines. Das ist für mich ein Riesenthema. Ich finde, in den ersten 2 Stunden in der Früh, da kann man alles erreichen. Was ist deine wichtigste Morning Routine? Ich muss mindestens 20 Minuten mich irgendwie bewegen, sei es jetzt Yoga, sei es jetzt zum Laufen gehen oder irgendwas. Dann habe ich eine Visualization, wo ich habe wirklich so ein Büchlein, wo lauter so Bilder drin sind, die Dinge, die ich noch erreichen möchte, sei es jetzt ein Buch schreiben, sei es jetzt irgendwie materialistisches, irgendwie ein Auto, Urlaube, wo ich hin will, das ist alles damit drin. Dann habe ich Affirmations, das sind dann so richtige Sachen, die ich dann vorlaut mich an den Spiegel hinstelle und laut ausspreche und sage, Joey, it's gonna be an amazing day today. Heute kommt das und das und das. Und ich bereite mich richtig auf den Tag vor. Ich schreibe mir alles auf, was ich an dem Tag erledigen will. Und dann kommen Buchstaben hinten dran oder Ziffern. Und die wichtigste Task, wie sei es jetzt ein Skript schreiben für ein Video, das muss unbedingt jetzt fertig werden, dann ist das Task Nummer 1. Und so teile ich mir jeden Tag ein. Das sind so simple Tipps. Das ist jetzt, ich finde das Rad nicht neu. Das kann jeder anwenden. Das ist jetzt wirklich nicht schwer. Aber man muss den Leuten das halt auch mal sagen. Und wenn man denen eben so Checklisten so ein bisschen vorlegt, wie sie sich selber sowas schreiben können, dann wirkt es. Und das Feedback ist gut. Aber es muss ja einen Grund geben, dass die Firmen dich anrufen und nicht jemanden anderen, weil sie quasi vor ihrer Belegschaft von dir das erzählt bekommen wollen. Weil ich am Ende des Tages irgendwo noch Pilot bin. Heißt es, dass du in dem Moment, wo du deine Uniform anhast, mit deinen Streifen, glaubhafter bist als andere? Spürst du das? Ja, aber ich glaube, es sind eher noch die Geschichten, die ich dazu
mit erzählen kann. Du kannst für manche Menschen wirklich ein Vorbild sein und ich habe das Gefühl, dass du damit gut umgehen kannst. Ich mache das gerne, aber weise ich halt immer darauf an, dass er das auch mit einem er muss auch ein bisschen Mut haben, um sowas auch zu machen. Also gerade die Entscheidung, will ich jetzt Pilot werden oder nicht. Ich habe auch einige bekommen, die zu mir gesagt haben, Joe, ey, mega, dass du mir das gesagt hast, ich mach's nicht. Ich mache dann halt was anderes. Weil jeder hat immer gesagt, ja, das ist so mega toll. Aber das Leben, was du jetzt halt eben führst, ist wahrscheinlich auch eher eine Ausnahme, dass du überall hinreisen darfst, dass du diese tollen Destinationen bekommst durch die Firma. Ja, das hast du bei anderen Airlines nicht. Dann fliegst du da 5-mal München, Berlin, da kriegst du graue Haare nach. Ich kann bestätigen, alle, die jetzt zuhören, er hat noch kein einziges graues Haar. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du färbst. Nein. Danke fürs Kommen. Danke. Engine 1 out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.